Hallo und willkommen beim Zentrum der Gesundheit. Ich bin Rahel und ich teile heute mit dir meine Yoga-Abendroutine. Das sind verschiedene Übungen, die ich sehr gerne am Abend mache, vor dem Schlafengehen. Sie haben eine beruhigende Wirkung und man kann dabei wunderbar Anspannung loslassen. Die Übungen sind leicht zugänglich, du kannst also mitmachen, ohne jegliche Yoga-Erfahrung zu haben. Wenn du das Video am Abend schaust, dann mach am besten gleich mit. Wenn du es zu einer anderen Tageszeit anschaust, dann kannst du natürlich auch mitmachen und ein bisschen entspannen. Bevor wir loslegen, zeige ich dir eine Möglichkeit, wie du bequem sitzen kannst. Strecke dein linkes Bein aus, gib deinen rechten Fuß unter dein linkes Knie und dann zieh deinen linken Fuß zu dir ran, unter das rechte Knie oder leicht davor. Wenn diese Sitzposition sich für dich nicht gut anfühlt, dann finde eine andere. Setz dich auf ein Kissen oder eine gefaltete Decke. Und dann, wenn du eine sitzende Position gefunden hast, die sich für dich gut anfühlt, schließ die Augen. Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Versuche ihn nicht zu kontrollieren, sondern einfach nur wahrzunehmen, wie die Luft einströmt und auch wieder rausfließt. Komme ganz in diesem Moment an und lasse alle Anspannung vom heutigen Tag los. Dann lege eine Hand auf deinen Bauch und die andere auf dein Herz. Nimm hier die Bewegung wahr, wie der Atem deinen Bauch und deinen Brustkorb ausweitet und wie beim Ausatmen die Luft wieder ausströmt und der Bauch nach innen geht und der Brustkorb sich senkt. Nimm diese Bewegung, diese ganz sanfte, beruhigende Bewegung in deinem Körper wahr. Die Hände helfen dir dabei, es noch besser zu spüren und noch präsenter zu werden. Nach ein paar Atemzügen löse die Hände, setze sie wieder auf die Knie oder Unterschenkel ab. Lass die Augen noch geschlossen. Atme aus und senke den Kopf nach vorne. Ein, dreh den Kopf zur linken Seite, das linke Ohr nahe bei der linken Schulter und aus, bring den Kopf wieder nach vorne unten. Ein, bewege den Kopf nach rechts. Das rechte Ohr zieht Richtung rechte Schulter, ganz sanft, sanft und behutsam. Aus, bringe den Kopf wieder zur Mitte, lass ihn schwer werden. Ein, wieder zur linken Seite. Spüre in diese Dehnung hinein. Aus, wieder zur Mitte. Ein, zur rechten Seite. Lass den Nacken ganz lang werden. Aus, komm zurück zur Mitte. Atme ein. Heb den Kopf, sodass er wieder aufrecht
auf deiner Wirbelsäule sitzt. Dann fange langsam an zu kreisen mit deinem Oberkörper. Du kannst dir vorstellen, dass vor deiner Wirbelsäule eine Säule ist und um die kreist du jetzt. Dein Brustkorb führt diese Bewegung. Die Bewegung geht also von deinem Herzzentrum aus. Wechsle auch die Richtung. Lasse die kleinen Kreise auch größer werden. Du kannst die Augen hierbei geschlossen halten. Mache möglichst geschmeidige Bewegungen. Lass die Kreise kleiner werden. Kleiner, kleiner. Bis die Bewegung nur noch in deinem Geist zu spüren ist. In der Mitte angekommen, nimm nochmal ein paar tiefe Atemzüge. Wechsel vielleicht die Fußposition. Schau, dass du weiterhin bequem sitzen kannst. Spür nochmal in deine Wirbelsäule hinein. Wie fühlt sie sich jetzt an? Dann mit dem nächsten Einatemzug weite deinen Brustkorb, schieb ihn nach vorne. Schau, dass du hier nicht in ein Hohlkreuz gehst. Atme aus und schieb dich nach hinten. Mach einen ganz runden Rücken. Die Arme sind gestreckt. Atme ein, beug die Ellenbogen, zieh den Brustkorb nach vorne Richtung Himmel, der Blick hebt sich und aus, schieb dich nach hinten, mach nochmal einen Buckel. Atme ein, komm zurück zur Mitte. Dann stell die Hände hinter dir auf den Boden auf, atme ein, heb den Brustkorb, atme in alle Atemräume hinein, besonders in den Brustkorb. Der Blick geht zum Himmel, du kannst den Kopf leicht in den Nacken legen. Die Schultern sind weit, spüre auch hier eine intensive Dehnung. Mach ein paar tiefen Atemzügen in dieser Rückbeuge. Komm zurück zur Mitte. Öffne die Augen. Falls du auf einem Kissen sitzt oder auf einer Decke, gib es zur Seite. Wir gehen jetzt in eine Vorwärtsbeuge. Falls es sich für dich doch besser anfühlt mit Kissen oder einer gefalteten Decke, dann kannst du das auch zur Hand nehmen. Atme ein und mit der nächsten Ausatmung beug dich nach vorne. Wenn das von deiner Beweglichkeit her geht, kannst du deine Unterarme auf dem Boden aufstellen und deinen Kopf darauf ablegen. Auch wenn deine Hände oder deine Unterarme den Boden nicht berühren, ist das völlig okay. Geh einfach in eine Vorbeuge, die sich für dich fordernd, dehnend, aber gut anfühlt. Eine Haltung, in der du loslassen kannst. Atme hier tief ein und aus. Atme tief auch in den Rücken hinein.
Richte dich auf und nimm nochmal einen bewussten Atemzug hier im Sitzen. Nun kommen wir zum Liegen. Leg dich nach hinten ab auf den Rücken, auf deiner Matte. Dann bringe deine Knie Richtung Brustkorb und ziehe sie zu dir ran, indem du mit deinen Händen um die Knie fasst. Bringe deinen Kopf Richtung Knie, um einen intensiven Zug auf die dorsale Faszie zu geben. Leg dann den Kopf ab und bewege die Knie von Seite zu Seite, massiere so den unteren Rücken. Mach diese Bewegungen ganz langsam, achtsam. Strecke dann dein rechtes Bein und lege den Fuß auf das linke Knie ab. Greife um deinen linken Oberschenkel und zieh dein linkes Bein zu dir ran. Nimm diese Dehnung wahr und dann mit dem nächsten Ausatemzug senke dein linkes Knie zur linken Seite ab. Das rechte Bein geht mit, vielleicht ist auch dein rechter Fuß jetzt auf dem Boden. Du kannst dein rechtes Bein unterstützen, indem du mit der linken Hand das rechte Knie fest und aufstützt. Bleibe auch hier und entspanne in diese Haltung hinein. Wenn diese Drehung zu intensiv für dich ist, dann geh einfach zurück. Dahin, wo sich's gut anfühlt. Komme zurück zur Mitte. Setze beide Beine kurz ab. Dann heb dein linkes Bein, setze den linken Fuß auf dem rechten Knie ab, greif um dein rechtes Bein und zieh es zu dir ran. Atme hier lang und tief. Entspanne. Dann dein rechtes Bein zur rechten Seite Richtung Boden und dein linker Fuß berührt jetzt den Boden. Du kannst diesen Twist, diese Drehung intensivieren, indem du mit dem Kopf zu deiner linken Seite schaust. Unterstütze auch hier wieder mit deiner rechten Hand dein linkes Knie. Gehe nur so weit in diese Drehung rein, wie es sich für dich gut anfühlt. Mit der Einatmung komm zurück zur Mitte. Zieh nochmal beide Knie zu dir ran. Nach ein paar bewussten tiefen Atemzügen hier breite die Arme seitlich aus und strecke die Beine in die Luft. Alternativ kannst du diese Übung auch an einer Wand machen und die Beine einfach gegen die Wand gelehnt in die Luft strecken und dich so unterstützen lassen.
Dann senke die Beine für Shavasana, die Endentspannung. Um noch besser loszulassen, ziehe dir Socken an, decke dich zu. Wenn du magst, nimm auch ein Augenkissen zur Hand oder leg dir ein dunkles Tuch über die Augen und lege dich so hin, wie du am allerbesten entspannen kannst. Wenn du diese Übung am Abend machst, dann kannst du dich auch direkt ins Bett legen und in den Schlaf davon driften. Locker den Kiefer, lass alle Falten auf deiner Stirn sich glätten. Schicke eine Welle der Entspannung durch deinen Körper, von Kopf bis Fuß, bis in jede Zehenspitze hinein. Widme dich dir und deinen Körperempfindungen mit einer liebevollen Aufmerksamkeit. Bedanke dich bei dir dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast, den Tag ganz achtsam und in Verbindung mit deinem Körper abzuschließen. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Deine Rahel.